Wenn Folie drumherum ist, ist es dann immer noch Sender. Aha, okay, gut. Zuerst müssen wir mal den Fuß filmen. Also jetzt machen wir gerade ein schönes Video. Das ist ein roter Bericht. Du siehst, also ich habe eine Sendeanlage in meinem Fuß, jetzt kann ich den Sehn zeigen, das ist auch noch dürfen. Wir haben heute festgestellt, dass wir da als kleine Radiosendung ein kleines Fußprogramm haben und da sind irgendwelche Chips eingebaut im Körper, das kann man jetzt sehen. Beatus erklärt das Gerät, was du da hast, damit man das schön zeigen kann. Das ist eine ESD, ein sehr teures Gerät. Das misst Elektronenvoltmeter, den Elektronenfluss oder ob einfach generell irgendetwas sendet. Es ist breitbandig, es ist sehr teuer und der nette Mann im Brockenhaus hat es mir für 4 Franken gegeben. Das war ein wundervoller Tag für mich, sonst hätte ich etwa 1000 Franken hinlegen müssen. Ja, wir haben festgestellt, dass es Menschen gibt, denen tut der Fuß weh. Und wenn man das Ding da ranhält, dann kann man feststellen, dass da irgendeine elektrische Aktivität im Fuß drin ist, die irgendetwas sendet. Wenn ihr den Fuß einwickelt in Aluminiumfolie, eine Nacht lang, und dann die Folie wegnehmen, dann sendet nichts mehr und der Fuß tut nicht mehr weh. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Ich hatte eine Begegnung der zweiten Art, 1976 am Bodensee. Ich hatte einen Metallsplitter im Fuß. Den habe ich rausgeschnitten mit einem Teppichmesser, weil es wehgetan hat. Ich habe das in eine Messingdöslein getan. Am anderen Tag war es flüssig wie Quecksilber. Am nächsten Tag war es nicht mehr da. Damals hatte ich noch kein solches Gerät. Es war, nachdem wir 1976 am Murtensee 8 bis 9 über 100 Meter lange Röhren über den Murtensee gesehen haben, 170 Säugen, Luc Bürgen hat es in seinem Buch aufgeführt, die Pilotendokumente sind dort auch drin. Und in diesen Tagen landete eine 6 Meter diskusförmige Scheibe auf dem Boden, die wir angefasst haben. Wir hatten einen Zeitverlust von einer halben Stunde, die wir nicht zuordnen konnten. Und am anderen Tag hatte ich diesen Metallsplitter im Fuß. Du hast das rausgenommen, oder? Ja. Und vor einigen Wochen kam ein Freund und sagte, mein Fuß tut weh. Ich sagte, halte mal diesen Empfänger da dran. Zuerst eigentlich nur so als Blausch. Dann hat es voll angezeigt, in den roten Bereich. Da sendete was an seinem Fuß. Nachzeigen bei mir. Wahnsinn. Also in diesem Fuß. Nein, haben wir noch nicht aufgestellt. Jetzt, ja. Was sendet also was in seinem Fuß? Kann es sein, dass du auch ausgewählt wurdest für sowas aufgrund der Filme, die du dann gemacht hast? Und jetzt, ja, wir haben gesehen, das sendet was in seinem Fuß. Bei Mark, einem Mahnwachenmitglied, war es genau dasselbe. Ich habe ihm gesagt, wickle den Fuß in Folie ein. Wenn das Ding keinen Kontakt mehr aufnehmen kann, vernichtet es sich selbst. Ich bin davon ausgegangen, dass das damals 1976 bei mir auch sowas war, denn das wurde ja flüssig, als ich es in einem Metallbehälter isolierte. Da hatte ich 1976 oder 1975 hatte ich das erste UFO-Erlebnis mit meiner Mutter zusammen. Okay. Und zwar in Rheinach. Und ich hatte ein zweites Erlebnis auch mit also meine Mutter hatte eines in der Schweiz, ich hatte eines in Indien. Ich war im Bett, habe geschlafen und etwas geträumt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Und dann bin ich wach geworden und konnte mich nicht mehr bewegen. Und dann bin ich schwerelos geworden und durch das Hausdach hindurch zu einem Licht geflogen worden. Und dort habe ich dann, bin ich in einen Raum gekommen und dort waren dann
so ein Wesen habe ich noch gesehen, wie man es so in diesen Science-Fiction-Filmen sieht, mit diesen großen Augen. Und dann hatte ich Schmerzen irgendwo im Körper, da, auf der Seite auch, da in der Leistengegend. Und ich bin dann ins Bett zurückgebracht worden, wie runtergeplumpst. Und dann wurde mir der Traum nochmals eingespielt im Kopf. So als ob, also der Traum, den ich wirklich hatte und aus dem ich erwacht geworden bin, wurde dieser nochmals, die letzten Sequenzen hatte ich nochmals gehabt, aber wirklich, es war der gleiche Traum, aber es war wie als ob es eingespielt war. So. Und dann bin ich erst wach geworden. Und dann habe ich den nächsten Tag meine Mutter angerufen und dann hat sie mir erzählt, dass sie in der Küche wach geworden sei, aus dem Fenster schauend und habe noch ein rotes Licht sich entfernen sehen. Das war also, das Lustige ist ja, dass quasi wir zwei immer wieder die gleichen Erfahrungen hatten. Sie ist auch deine Mutter und du. Sie ist auch verchippt. Sie hat wahrscheinlich auch so ein... Und Mark Und jetzt haben wir... Mark war gechippt. Er hat den Fuß eingewickelt in Folie, am anderen Tag waren die Schmerzen weg und das hat sich offenbar an seinem Fuß aufgelöst. Und ich hatte einen Traum von einer Außerirdischen, die ich getroffen habe, und das war eine große blonde Frau, etwa 2 Meter groß war die, und ja, die habe ich gesehen und das war ein interessanter Traum, aber ich habe das wirklich nur als Traum gehabt, aber es war sehr luzid. Und das war vor ein paar Monaten und das fällt mir erst jetzt ein und seither ist eigentlich erst diese Fußgeschichte losgegangen. Ich habe dir das ja noch erzählt, dass ich diesen Traum hatte. Frau mit den blonden Haaren. Ja, und zwar hatte sie aber ganz relativ leicht größere Augen als normale Menschen. So Kuhaugen. Ja, und blau. Ja. Und jetzt machen wir mal ein Experiment, jetzt haben wir hier die Folie. Noch die Folie um diesen Sender. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir das jetzt einwickeln richtig, mal das so, ob das nachher dann noch raussenden kann. Ja, das ist nämlich das Wichtige. Jetzt holst du mal dein Ding, dein Gerät. Also wir sind jetzt richtig im... Das ist ganz schwach. Doch, es ist noch in Ja, der ja, Unterbereich. es ist noch, ja, jetzt kommt es noch. Es ist schwächer als vorher. Aber die Zeit ist ja voll ausgeschlagen. Ja, aber der Alarm geht noch nicht los. Es ist schwächer als vorher. Mach noch eine Schicht drum. Also das sind ja Erfahrungen hier. Entschuldigung. Meine Frau ist auch gechippt. Jetzt kannst du das gleich bei ihr noch zeigen. Entschuldigung. Bringen Sie dann eine neue Folie. Also was ich meine Tagesrichtlinien, wovon ich gelebt habe, was einfach automatisch ist. Nein, und alles Ist Ruhe im Stall, hä? Ja. Lustig ist auch, dass der Schmerz jetzt ein bisschen nachgelassen hat. Hat der Schmerz? Ja, gar nicht mal das Ding hat die Socke. Ja. Das war ganz komisch für mich. Die machen wir jetzt da drüber, dass das Ganze auch hält. Ja, das ist ja auf 0 gewesen fast, oder? Ja, jetzt ist er praktisch auf 0, also wir haben das jetzt alles gesehen. Der Film wird morgen auf YouTube hochgeladen, damit sich die Leute die Füße mit Alufolie einwickeln können. Dann werden wir natürlich ausgelacht. Hey, ich werde verrückt, also das ist... Also sind wir wieder bei der Zeigen wir das Warnmache. noch bei meiner Frau. Ich weiss jetzt, warum ich so nicht mehr mich selber gefühlt habe, Ja. ganz ist wegen dem. Siehst du, hier hast du, meine Frau ist auch gechippt. Ich habe mich nicht mehr mich selbst gefühlt, Heinz. Ich Ja. habe die ganze Zeit, was da lustig mit mir? Ja. Ich fühle mich nicht mehr mich selbst. Ja. Was ist das? So, jetzt kriegst du auch Alufolie, hast du eine Socke, jetzt wirst du Aber warum Zeig nochmals schön. hinterlässt es keine Wunde, wenn Keine du da Wunde, gechippt genau. bist? Genau. Weil die müssen das ja irgendwie einführen. Genau. Wir müssen jetzt auf alle Fälle, musst du jetzt das abdecken, weil die suchen uns jetzt.
Die werden uns auch wieder finden. Ja, wenn der Kontakt unterbrochen ist, verschwindet das Phänomen. Ja. Bei Marc, bei mir, ist es genau dasselbe gewesen. Nee, aber die Frage Das ist ist, wie können die den Chip initiieren ohne Hast eine du das Öffnung? gefilmt? Das ist Die der Anzeige musst du jetzt filmen, wenn du rangehst. Siehst du? Das ist jetzt. Ja, okay. Und jetzt kannst du mal als Vergleich nochmal zur Sendeantenne gehen, damit man sieht, dass es bei einem Sender Aber das ist doch ein Empfänger, oder nicht? Das ist jetzt ein Ein Empfänger. DAB-Radio, der sendet und empfängt. Ja. Das ist ein DAB. Okay, jetzt haben wir Ich glaube, das. das auch. Das sendet auch, was ich denke, Ja, wahrscheinlich. Ja. Jetzt kannst du. Hast mal da in der Hand, da habe ich ja auch. Wenn es den Transponder sucht, gibt es auch. Ja. Ja. Jetzt kannst du in der Wieso Hand. sendet das jetzt? Denn das sucht gar keinen Transponder. Das sucht der Transponder nur beim Telefonieren. Wieso senden die jetzt auch? Ja, weil die Die jetzt sollten hören. jetzt eigentlich nicht senden. Ja, die hören jetzt, was wir reden, weil das sind Mikrofone. Ja, ich Und denke jetzt jetzt nur macht noch man noch- Sanskrit, die beherrschen sie nicht. Ja. Mach mal da drauf, oder in Daumen, ob da noch was ist im Handballen. Da ist nichts. He? Jetzt lernen wir alle nur noch Sanskrit. Denken Weil wir da nur habe ich noch auch Sanskrit. Schmerzen drin. Aha, das ist der zweite. Das ist, weil ich habe in der Hand und Das ist Schmerz. da drin hatte ich auch. Handy, das Handy, gang Dann kann man mal weg. Ja, ja. Also ich, Moment mal, ich will Querstörungen vermeiden. ja, Ich schalte hier mal die Dings ab. Mhm. Das Tab hier aus ist da hinten ganz. Also. Nein. Das Tab ist jetzt weg. Das weißt du, wenn du den Oberkörper Tab aufhängst, dann geht es auf den Daumen. Aber du hast ein bisschen einen Ausschlag. ja, da habe ich Aber das, deutlichen Ausschlag. ja, es gibt nicht gerade Alarm, aber du hast einen deutlichen Ausschlag. Auch in der Hand. Das kann immer noch vom Fuß kommen. Ja, Das geht also- durch den Körper. Jetzt gehe ich nochmal bei meiner Frau schauen, ob sie jetzt noch mal pfeift bei ihr. Ja, nicht im roten Bereich. Ja. Nein. Nicht markant. Jetzt mach's mal bei ihr nochmals. Ich frage mich, Also der ich Fuß frage ist mich, eindeutig. Eindeutig. ich frage mich Hinblick. nach welchen Kriterien diese Menschen ausgewählt werden. Also, Folie rum. Folie rundum machen. kann das sein, wenn du viel aktiv bist im Internet Zum und Beispiel, irgendwelche Sachen? Oder auch spirituell viel machst. Ja, Spirituell ein wichtiges Wesen bist. Oder zum Beispiel, ich bin die ganze Zeit in spiritueller Arbeit. Ja, aber wer soll das dann sein? Wir haben heute diskutiert Ja, darüber, keine Ahnung. über noch mehr rundum. dass es unter Umständen noch und Also da, wo man hinten noch Daten lässt. Also jetzt tut sich bei mir im Fuß. Also wo der Ungarer Anteil dazugekommen ist. ja. Dort. Returning to the operating room, Dr. Lair attempts to remove another implant from a self-claimed alien abductee. Well, we've got a fluoroscan unit. This is a unit which has a television monitor, and it's we're basically able to see through the body with an image. And this next case we're going to do, where we have a foreign body in the jaw, we will be able to visualize it and look for it at the same time. And what we plan to do is, once the anesthetic is in, we're going to insert a needle and try and place the tip of the needle at the area where the foreign object lies.
and then follow that as an approach. Okay, cold and sliding, sort of like research. You got that green light on, Bert? Yeah. Okay. Relax, Dave. Attaboy. Deep breath. You're okay. Now, part of this is going to cover your face. I haven't smothered anybody yet, and you won't be the first. Okay. That way you won't have to smile. And then it starts to itch. Everything itches after you put sterile drapes on it. My job is to protect the nose. Isn't this a lot of stuff just to get shaved? Yeah, turn your face towards me. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to put some numbing medication in here, just a little skin prick and some burning, just as if you were at the dentist. Dave. Now the area has been prepped and draped. Now we're going to administer a local anesthetic. Okay, Dave? And you okay, Dave? And I'm going to turn the camera on a second, okay? Now we're placing the camera over the area so that we can visualize the object. Okay, we're making an initial incision into the skin. And now we're installing a small retractor which will hold the superficial portions of the wound apart. What do you need? Should have a couple of more clamps or Yeah. malice or something to when we get down there. You want a couple more mosquitoes? Yeah. Mosquitoes, yeah. Feel something, dude? Okay. Let's get the... That's a straw. Yeah. Okay, let's get the skin in there. Okay. We can probably take that off. Yeah. Well, there really isn't too much to describe at this point because we're still looking for it. And even with the best equipment in the world, it takes a while. We're using the fluoroscan again to take another look. Can you get JR in here a second? We can Now, reset can the we machine. go like this? Yeah. You okay? What's the matter? Okay, relax, Dave. Relax. Relax. Okay. You're doing very well, Dave. And try and visualize it while we got this in there. How you doing, Dave? Oh boy. Oh boy. Come out. Please come out. Come out, come out, come out, come out, come out. How you doing, Dave? That's starting to feel really numb now. Good. That's the way it's supposed to be, as the book says. Oh. Rudy. You did fine. Yeah, really good. Really good. You did very well. Okay. What happened to the specimen? Daryl took it. Uh-huh. Triangular piece of metal. Triangle piece of metal embedded in fat tissue. Or looks like fat tissue. Probably about And we'll get in the other room. We'll take a better look. Looks like it goes through the membrane. Yeah, you can see through the Almost like membrane. X-ray. If I put that other infrared lens on there, it would look even different. Dr. Lear continues his research by taking the surgically removed specimens to be biologically tested. I am enthusiastic and I will persist in pursuing this because of a metallic object covered with some type of a organic membrane which shows absolutely no reaction by the body was found in the body of a possible abductee with no scar.
And this alone gives me enough evidence to continue to pursue this case. Will you tell these fools I'm not crazy? Make them listen to me before it's too late! Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you! They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror to the giant super scope screen. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. From city to city, an incredible hysterical panic spreads. As the unimaginable becomes real, the impossible becomes true. Stop and listen! Stop and listen to me! Listen! Listen! Listen to me! They're not human! Can't you see? Everyone! They're here already! You're next! In the beginning of an experience, when the paralysis is happening, imagine electrical current. There's a lot I don't know, but I do know that they're here. What we're experiencing is contact with actual intelligent beings. So that's when I knew for certain that the kids were being abducted as well. I thought the aliens would attack me. Would attack you and do what? Hurt you? Yes. How would they do that? I don't know. Mm-hmm. Welcome. Thank you all for coming. I speak for all of my family in appreciating the effort you've made to come and touch us, to be with us, to share with us in appreciation of my dad, my father, John Mack. You're his friends. John Mack was a distinguished psychiatric doctor and one of the most respected professors at Harvard University. John Mack died in a car accident in September 2004. Today, the scientific community at Harvard, and also his colleagues, family, and friends, are bidding him a last farewell and a solemn tribute. John Mack treated some of the many people around the world who claimed to have been abducted by extraterrestrials. After working for years with several hundred of them, he caused an uproar when he revealed that these people were not crazy.
but were telling the truth. But in the most fundamental and most spiritual sense, there was only one. Today I'm in Boston. I met John the year before he died. It was then that we started working on this film. I thank him. Several people here, like Randy, have become friends over the last year. Randy is an abductee, one of the people who have experienced encounters with other beings, experiencer, as John used to call them. Rudy Shield is also here. Rudy's a renowned scientist in the U.S. and an astrophysicist at the Harvard Center for Astrophysics. He and John were close friends. The person is in the car or sleeping, and then there's a light, these entities come into the room, they feel themselves paralyzed, they're moved, they're taken, they go into a ship, something happens there may be other people there, they have telepathic communication with the aliens, there's some probing, there's a whole complicated set of events that takes place, which is consistent from one person to another. But there's a basic story here that after several hundred cases in this country and in many other countries, it all begins to hold together as something that has a very robust kind of truth to it. And if this is real, then what does that mean? I'm Stephen Alex, an investigative journalist, formerly a war correspondent. With this professional background, I began this investigation 2 years ago into the manifestation of life in the universe. While I didn't have any preconceived ideas on the subject, tales of UFOs seemed somewhat far-fetched to me. I was intrigued, however, on discovering that serious scientists were devoting a great deal of time to conducting research on the subject. After several months, I was compelled to face the facts. No, we can't explain it all, far from it even. And Rudy Shield wouldn't be one to disagree. He's just published the fruits of his years of astrophysics research, which should earn him international renown. According to this tireless researcher, current scientific certainties are proving to be increasingly fragile. The astronomical view today is that probably any star in the sky that you would look at probably has one habitable planet. And so it almost takes a great act of religious fervor to believe that life did not start somewhere else in the universe. I would say that when I listen to these experiencers and their stories, I find that in them an incredible coherence. In other words, if they were trying to just make up some story, I don't think that they could make up 15 or 20 facts that all are compatible and self-consistent in a picture of a distant civilization. In this way, I could persuade myself, the way John Mack has persuaded himself, that these people are not making these stories up. The alien abduction phenomena has been subject of research in America for over 30 years. I went down to New York to find the first man to spur interest in this field. John introduced me to him last year. This woman, Blanche, was a psychologist, and she asked me, did I want to meet Bud Hopkins? And I said, who's he? She said, well, he's an artist in New York who works with people who have had the experience of being taken by aliens into spaceships. And I thought this was absolutely crazy. This was too far out for me. She said, no, it's very real. You should go meet him. So I went to see him. There were several of the people were there. And I was struck by the fact that they were very regular people, ordinary people, except that they had extraordinary experiences, you know. And that was mind-blowing for me. Bud Hopkins lives in downtown Manhattan. He first heard about the phenomenon of extraterrestrial abduction in 1975. He's the one who first published books on alien abduction. Since then, he's analyzed hundreds of new cases.
I asked Randy if he wanted to meet us at Bud's house. He knew Bud well. Randy was one of John's patients. He claims to have had extraterrestrial encounters since childhood, encounters which have left him profoundly traumatized. It was this trauma, similar to that suffered by a number of war veterans, that convinced John that something very real was going on and that these abductions could not have been simply invented. A light totally filled the room, like everywhere. It seemed like it was coming from everywhere. I couldn't move. And I saw these four beings, creatures, whatever you want to call them. Basically, there's something different, other species, other than us. Came into the room. I don't know how they got in the house. I mean, it seemed like they came right through the wall, believe it or not. And I could see them all down the side of my bed. There was four. One was right close to my face, probably a foot and a half away. And I couldn't move. And then I was freaking out. I mean, so when I turned to face them, I was going to fight, you know. I was going to defend myself. And I couldn't move until that point, you know. I was frozen with fear. And when I turned to face them, that's when the one closest to me had this rod-like device, started coming toward me as I was turning to face them, toward this way. And his arm was coming toward my neck, and as I could see it coming toward me, and it was coming fast. And it was almost like time slowed down in that second to, because my whole life just, because I thought I was going to die. I thought that was, whatever that was coming toward me was going to kill me. And my whole life flashed before my eyes. And then it hit my neck, and then I just lost my whole body froze, or just, I couldn't feel it anymore. And I felt, it made a sound. It was electrical, some kind of electrical, you know, I don't know how you, it's like an electrical buzzing sound. And then it seemed like it shut my body down systematically, my physical body, and then my mind, and then my, like system by system, felt like it shut my whole body down. But every time I go to remembering what happened, it's there. I mean, and I just know it right here in my gut that what happened was real. Also nachdem wir beim Beatus meinen Fuß kontrolliert haben, ist mir auch bewusst geworden, was seit einigen Monaten mit mir passiert. Also mein Fuß hat auch gepiepst. Das Gerät hat angezeigt, dass ein Sender oder was auch immer das ist, in meinem Fuß drin sitzt. Und dann konnte ich mir einige Dinge zusammenreimen, was ich seit Monaten erfahre. Und zwar, ich habe gespürt, dass irgendetwas an meinem linken Fuß immer energetisch zieht. Ich habe einen starken Energiesog aus mir wahrgenommen, auch aus dem Kopfbereich und aus dem Fußbereich. Und es war für mich den ganzen Tag lang, war es für mich ein Riesenkampf, meine Energie zusammenzuhalten, meine Linie, meine innere, die energetische Aufrichtigkeit von Erde bis Kopf
hinauf, also den Süd-Nord-Achse, gerade zu halten und mich in meiner Kraft zu fühlen, war für mich eine riesen Schwierigkeit. Und mit all meiner Willenskraft konnte ich mich nur schlecht energetisch zusammenhalten und ich spürte andauernd eine Gegenkraft, einen Gegenzug, der meine Kraft gezogen hat und entzogen hat. Und ich spüre das seit vielen Monaten und ich spüre mich immer schwächer und schwächer werden, als ob irgendjemand meine Lebenskraft wegnimmt. Es nimmt jemand oder irgendetwas meine Lebenskraft ohne meinen Willen weg. Und ich habe auch das ganz deutlich an meinem linken Fuß gespürt. Vor allem, ich mache ja auch Tanz, die Tänze, die indischen Tänze. Und ich konnte fast nicht mehr tanzen, weil die linke Seite nicht mitmachen wollte. Ich konnte, das Kraftfeld war so komisch, dass ich wie die Schritte links nicht richtig machen konnte. Und da ist mir das auch aufgefallen und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, was geschieht mit mir? Was ist hier los? Und ja, das wollte ich sagen, dass es hier um ein Phänomen sich handelt, also was auch immer hier in meinen Fuß reingekommen ist. Und ich nehme an, das ist ein Phänomen, es geschieht im Schlaf. Während wir im Schlafzustand sind, dann haben irgendwelche nichtmenschliche Wesen das Mittel und das Mittel in unser Körper durch eine andere feinstoffliche Ebene in unser Körper einzudringen und etwas in uns reinzubringen oder zu manipulieren. Und ich nehme an, es geht einerseits darum, unsere Schritte zu kontrollieren, nicht nur physisch, auch geistig und emotional. Es geht sicher auch darum, unsere spirituelle Entwicklung abzublocken oder zu verhindern. Und es geht auch um Lebensenergie. Ich denke, es handelt sich auch um Wesen, die sich mit unserer Lebensenergie auch füttern. Und das ist das, was ich wirklich am eigenen Leib erfahren habe. Und jetzt mit dem Alufolienumwicklung muss ich das jetzt ganz klar verdeutlichen. Es war eindeutig, dass der Sender nicht mehr gepiepst hat, das heißt, die Verbindung war nicht mehr da, also der Sender hier drin ist abgeschnitten von der Verbindung und das habe ich auch energetisch sofort gespürt. Die Verbindung ist nicht mehr da, es wird nicht mehr so stark, also es wird nicht mehr abgezapft. Aber ich spüre, dass das Ding sich nicht einfach auflöst. Es sitzt noch nach 2 Nächten, 2 Tage immer noch in meinem Fuß. Was ich auch noch sagen will, ist, ja, also während dieser Zeit des Energieabzapfens, da habe ich deutlich gemerkt, dass alles mir zu viel wurde. Die einfachsten auch Hausarbeiten wie Pflanzen gießen oder den Garten machen oder kochen, all das, was ich so gerne tue und ohne Problem tue, kraftmäßig, alles war für mich eine riesen Überwindung. Ich konnte mich nur mit viel Willenskraft und Mühe für alles mich begeistern. Es war mir alles zu viel. Und das natürlich, weil meine Lebenskraft, weil mein Licht weggezapft wurde. Das wollte ich noch mit